Die spektakulärste Aussichtsplattform über dem Gardasee. Ein echtes Highlight ohne Menschenmassen. Hallo und herzlich willkommen hier 2000 Meter über dem Gardasee. Wir machen heute eine einfache Bergtour auf den Monte Altissimo. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit. Die Anfahrt zum Startpunkt der Wanderung erfolgt von Torbole und führt rund 16 Kilometer den Berg hinauf. Schon hier eröffnen sich erste tolle Tiefblicke auf den Gardasee. Ihr seht, es gibt ein paar Parkplätze direkt am Einstieg zum Wanderweg. Der ist da vorne. Wir folgen dem Weg 601, der gleich zu Beginn den Puls schon mal richtig auf Touren bringt. Die ersten Meter verlaufen hier auf so einem steinigen Waldpfad. Schön. Lassen wir noch keine Tiefblicke zu. Aber man kann sich schon denken, bei dem, was so zwischen den Bäumen rausspitzt, dass wir schon ganz schön hoch sind. Also schon mal ein super schöner Einstieg hier. Und jetzt, nach 20 Minuten, wir kommen aus dem Wald raus und schaut euch mal um. Ja. Ich liebe grüne Bergwiesen. Ja, also der Einstieg ist super schön. Und? Ja. Oh. Ja. 30 Minuten erstmalig diesen Ausblick. Hammer. Wir sind gerade auf ca. 1800 Höhenmetern. Ah, toll, da oben der Letrosee. Weg durch die Felsen. Ach krass. Ach krass. Sehr schön. Also der Weg ist bisher sehr schön und auch einfach zu gehen. Also einfach laufen heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Seht ihr was? Obwohl das eigentlich schon eine bekannte Tour ist, sind wir allein hier oben. Super! Hätte ich gar nicht erwartet. Habe ich, glaube ich, gestört. Wollte ich natürlich nicht. Hier sieht man schon schön unseren Anstieg jetzt da hoch. Jetzt geht das mal hoch. Mit jedem Meter sieht man ein bisschen mehr vom See. Supi. Tolle Farbe von hier. Die ersten, die uns hier entgegenkommen. Und gleich noch Mountainbiker. Respekt.
Ich sehe das Gipfelkreuz. Klein, aber fein. Es ist hier. Und. Oho. Wir verlassen diesen Spot und schauen uns gleich den nächsten an. Nämlich, da drüben ist es noch höher und da sehen wir dann auch quasi den Südteil des Sees. Müssten wir dann komplett überblicken können. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig los hier oben. Man glaubt es kaum. So einfach zu erreichen. Und so ein spektakulärer Ausblick. Und es ist nicht überlaufen. Das kann man sich kaum vorstellen. Ist das herrlich, oder? Unglaublich schön, dieser Ausblick hier. Und also ich wiederhole mich, aber dass so eine Tour nicht überlaufen ist, verstehe ich nicht. Aber wir freuen uns natürlich, dass es wirklich, schaut mal hin, wir sind allein hier. Es ist kein Mensch hier außer uns. Das ist faszinierend. Also kann sich gerade satt sehen. Da drüben ist der Monte Baldo. Der ist natürlich total überlaufen, weil da die Gondel hochgeht. Und hier kann man ja fast mit dem Auto bis hochfahren. Wunderschön. Also, wir lassen den schönen Platz und setzen unsere Rundtour fort. Im Rota gibt es die auch, aber nur mit einfach hoch und gleichen Weg wieder zurück. Wir haben uns entschieden, dass wir da hinten um den Berg rum und dann wieder einen Anstieg haben wir nämlich noch vor uns. Da geradeaus und dann vorne rechts. Ja, schön ausgeschildert hier. Alles ganz edel gemacht. Was neu. Auch hier überall die Schützengräben noch aus dem Weltkrieg. Keine Fahrräder, nur wir sind ja Wanderer. Sehr schön, oder? Schaut, eine Gams. Ist das eine zahme Gams oder hat die Tollwut? Ja, ich glaube, die hat Tollwut. Okay. Freut sich vielleicht einfach. Ja, endlich mal wieder ein paar deutsche Touristen. Die Gams ist bestimmt vom Tourismusbüro engagiert worden, um die Wanderer ein bisschen zu unterhalten, schätze ich.
herrlicher Wiesenpfad, wirklich super schön. Wir sind zurück auf den markierten Weg. War schön, aber nicht markiert. Alternativ hätte man einfach dem markierten Weg folgen können, dann wären wir auch hierher gekommen. Also, ja, links. Absolutes Almwiesenglück. Schaut euch das mal an. Wir bleiben auf dem 624b. Seht ihr da vorne? Springen ganz viele Murmeltiere. Seht ihr es? Die Touristen kommen. Steht aber immer noch Strand da. Also. Hallo. Ups. Hier wohnen echt eine ganze Menge. Aber ist ja auch schön hier. Also hier kann man es auch gut aushalten. Wirklich ein toller, einsamer Pfad. Keine Straße, nichts hier. Unglaublich schön, dass man am Gardasee so allein sein kann. Glaubt man gar nicht, oder? Also, kein Mensch, wirklich keinen einzigen Menschen. Jetzt haben wir gesehen, seit wir oben los sind. Herrlich. Hier schließt sich unsere Rundtour mit dem Blick zurück. Kurzes Fazit. Erstmal sachlich rund 9,5 Kilometer Strecke und rund 700 Höhenmeter im Auf- und im Abstieg. Es ist eine unglaublich schöne Wanderung. Natürlich das Highlight gleich am Anfang mit dem Ausblick auf den Gardasee. Mega. Aber auch der weitere Wegverlauf, der Rundweg, unglaublich schön. Die Wege, nur wunderschöne Pfade zu gehen. Und ich weiß, ich habe es oft gesagt, es ist absolut einsam hier. Wer hätte das gedacht? Also eine Top-Empfehlung. Die kommt auf jeden Fall in unsere Top 10, diese Wanderung. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und schaut mal wieder rein auf unserem Kanal. Macht's gut, ciao.